Let's talk about money, die nächste Episode. Viele Kollegen argumentieren immer, dass sie gerne mehr Geld verdienen wollen würden. Allerdings ist die Faustformel, wir bekommen nicht das, was uns zusteht, sondern das, was wir verhandeln. Wie du mehr Gehalt verhandeln kannst in der Pflege, egal ob Altenpflege oder Krankenpflege, egal ob an TVÖD gebunden oder nicht, erfährst du in diesem Video. Tipp Nummer 3, wie du mehr Geld in der Pflege verdienen kannst. Nachdem du ja bereits im ersten Video erfahren hast, dass du auf Papier denken sollst und deinen Mehrwert sichtbar machen, schaue, dass du auch wirklich sehr genau dokumentierst, wann du welche Zusatzleistungen machst. Also sprich, wann kommst du einspringen? Wann übernimmst du Tätigkeiten, die eigentlich nicht in dein Aufgabengebiet fallen? Beispiel, großer Klassiker, Kollegin oder Kollege meldet sich krank, kurzfristig, und du hängst den halben Mittag am Telefon und versuchst, einen Ersatz zu organisieren. Nun ist das eigentlich nicht deine Aufgabe, aber wenn du da ein besonderes organisatorisches Händchen hast, spricht da natürlich auch nichts dagegen, dass du das machst. Allerdings, wenn du nicht darüber sprichst und wenn du das nicht dokumentierst, dann wird da auch niemand davon erfahren. Also nimmst du dein schlaues Büchlein, was du ja hoffentlich mittlerweile angelegt hast, und dokumentierst, wann du wo, wie lange Zusatzaufgaben gemacht hast. Es muss jetzt natürlich nicht Minuten genau sein. Absolut keine Frage. Aber wenn du im Laufe eines Monats 5-mal die Aufgaben deiner Vorgesetzten übernimmst, dann ist es meiner Meinung nach definitiv ein Argument bei der nächsten Gehaltsverhandlung, beziehungsweise wenn es so etwas bei dir im Unternehmen gibt, beim LOB-Gespräch. Denn die Faustformel ist immer diejenige: tue Gutes und sprich darüber. Deine Vorgesetzten werden nie erfahren, was für Qualitäten du besitzt, wenn du nicht auf dich aufmerksam machst. Das bringt mich zum nächsten Tipp, nämlich tue Gutes und sprich darüber. Wenn du, wie gesagt, besondere Fertigkeiten hast, dann lass dir doch von deiner direkten Vorgesetzten oder deinen Vorgesetzten eine Bescheinigung darüber ausstellen. Aber bitte eine Bescheinigung, die du vorher ausgefüllt hast. Formuliere das Ganze sehr wohlwollend, allerdings nicht zu überheblich. Tu 1 bis 2 Kompetenzen in den Vordergrund stellen und alles, was soll ist, kommt danach. Beispielsweise Frau Müller-Meyer-Schmidt oder Herr Müller-Meyer-Schmidt hat besondere Fähigkeiten im Bereich der Kommunikation mit Angehörigen. Insbesondere bei der Angehörigen-Edukation konnte Person XY durch herausragende Leistung überzeugen. Klingt wahnsinnig hochgestochen, ist es auch. Aber du willst ja mehr Geld, also darfst du dich ruhig auch in einem schönen Glanze präsentieren. Manchmal wird die Frage gestellt an dieser Stelle, naja, ist es nicht manipulativ? Und ich pflege dann zu sagen, naja, wenn manipulativ bedeutet, sich selber so schmackhaft wie möglich seinen Vorgesetzten zu präsentieren und so den gemeinsamen Mehrwert herauszukristallisieren, ja, dann bin ich manipulativ. Wahnsinnig schönes Argument, wie ich finde. Ich hoffe, ich konnte dir an dieser Stelle weiterhelfen, und wenn du mehr Hilfe brauchst, wenn du findest, okay, es liegt nicht nur am Geld, sondern es sind noch andere Sachen im Argen bei dir im Krankenhaus oder bei dir im Pflegeheim, dann klick doch mal auf den ersten Link in der Videobeschreibung und vereinbare ein unverbindliches Strategiegespräch mit mir oder meinem Team. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir auch da eine Lösung finden werden. In diesem Sinne, auf bald!